Hallo ihr Lieben, ich bin die Gabriella, die Schweizerin in Spanien, in der Nähe vom schönen Ebro-Delta. Bin seit 19 Jahren hier, ausgewandert, um in Spanien Ferien für Hunde und Katzen anzubieten, die eben nicht nur aus einem Zwingerboden aus Beton besteht, sondern wo sie in Zimmern schlafen und echt auch ihre Urlaub, ihre Ferien genießen können, wenn die Besitzer weg sind. Ich hätte im Traum nie daran gedacht, hier irgendwann mal aktiv Tierschutz zu betreiben. Alles, was über das Helfen als Volontär geht. Hatte mich allerdings schon Jahre bevor ich nach Spanien ausgewandert bin, in der Schweiz in eine Podenco aus dem Ausland Tierschutz verliebt, die ich kennenlernte, habe dann so verschiedene Bücher und Infos gesucht und zusammengetragen über die Podencos und musste dann sagen, okay, solange ich noch in der Schweiz bin, da kann ich so einem Hund nicht gerecht werden. Aber wenn ich jemals in Spanien lebe, dann wird dann irgendwann auch ein Podenco zu meiner Familie gehören. Wusste natürlich überhaupt nichts vom Leid von den Podencos. Alles, was man hörte, las und mitbekam, ist das große Elend und Leid und Unrecht, was den Galgos in Spanien widerfährt. Aber hätte ich damals nicht die Podenco in Natura kennengelernt, hätte ich überhaupt keine Ahnung gehabt, dass es die Rasse überhaupt gibt. Und ich denke, so geht es heute noch sehr vielen. Die Podencos sind nach wie vor, fast 20 Jahre später, immer noch wirklich die vergessene Rasse in Spanien. Eine ganz, ganz, ganz robuste, alte Hunderasse, die halt leider einzig und allein zu einem Zweck auf die Welt kommt, zum Jagen. Das machen sie echt wirklich super gut. Sie sind wunderbare Strategen beim Jagen. Sie jagen normalerweise in schwer zugänglichem Gelände, Bergen, stacheliges Gestrüpp, in Schluchten, wo auch immer. Das setzt eine Wendigkeit voraus, aber auch eben ein ganz schnelles Reagieren, sich der Situation anpassen, strategisch sich im Rudel schnell absprechen, wer geht wohin, welche Position, damit man schnellstmöglichst zur Beute kommt. Das macht die Hunde im täglichen Gebrauch als Zivilisationsmensch alles andere als einfach meistens, weil sie eben so schlau sind, den Menschen in kürzester Zeit durchschaut haben und genau wissen, wo seine Grenzen, also ich rede jetzt hier nicht von den Grenzen des Hundes, sondern die Grenzen seines Menschen, wo die sind, was der Mensch durchlässt, wie er sich manipulieren lässt, zu was hinreißen lässt. Wenn sie unterfordert sind, wenn sie sich langweilen, dann werden sie auch sehr kreativ. Das heißt, dann kann es durchaus sein, wenn man den Hund, bevor man aus dem Haus geht, nicht draußen auspowern kann, dass der dann in der Zwischenzeit eigene Ideen umsetzt, kreativ wird, was natürlich entsprechend oft auf Unverständnis stößt. Ich habe mich komplett in diese Rasse verliebt. Warum? Über Schönheit kann man bekanntlich streiten. Nicht jedem gefällt das Knochige, das Hohe, die lange Schnauze, die übergroßen Ohren. Man mag es oder man mag es nicht, aber das, was man von außen nicht sieht, was man tatsächlich erleben muss, was diese Rasse ausmacht, das ist das da drin. Die haben eine so goldige Seele. Das sind so feine, fantastische, sehr sensible, feinfühlige Hunde. Und deshalb tut es einem noch mehr weh, wenn man sieht, wie oft und wie grausig die misshandelt werden und wie tief die Spuren auf der Seele dieser Hunde sind, die die Misshandlungen ihrer Vorbesitzer hinterlassen. Als ich den ersten armen Geschöpfen begegnet bin, habe ich noch gedacht, das ist eine ganz einfache, schnelle Sache, denen zu helfen. Habe mir eine Kamera ausgeliehen,
habe Fotos gemacht von den ersten 4 Puttis hier aus der Umgebung in Tierheimen und habe die einfach an deutsche Vereine geschickt, E-Mails geschickt mit der Bitte um Vermittlungshilfe und dachte, ja, die werden dann ganz schnell, so zuckersüß wie die sind, einen Platz finden. Naja, von vielen Orten kam gar keine Antwort zurück und von denen, die so nett waren und geantwortet haben, kam eigentlich durchs Band weg dieselbe Antwort zurück, die ich heute jetzt auch verstehe, dass sie eben selber schon komplett überfüllt seien, die Nachfrage sich in Grenzen hält, wenn es sich nicht gerade um wunderschöne, große Ibizenkos handelt, die absolut keine Angst und Scheu vor dem Menschen und seiner Art zu leben haben. Und da war da nichts. Und dem einen von diesen 4 Hunden ging es tatsächlich von Tag zu Tag schlechter. Also es kam dann so weit, dass es darum ging, den Hund ganz schnell dort rauszuholen und zum Tierarzt zu bringen, sonst hätte der das nicht mehr lange gepackt. Also mussten liebe Freunde von mir in der Nacht- und Nebelaktion 2 Zwinger erbauen, wo die 4 Hunde so auf die Schnelle unterkamen bei mir. Besagter Podenco hatte beide Kniescheiben ausgerenkt seit langem. Da wurde nichts unternommen vom Besitzer. Der war also nicht mehr jagdtauglich, weil er die Hinterbeine eigentlich gar nicht mehr einsetzen konnte. War sowas von extrem abgemagert und anämisch. Der kriegte sich schlussendlich nicht mehr hoch, musste im Liegen pieseln. Das war ein weißer, großer Ibizenko mit gelben Beinen vom Urin getränkt. Ja, also ohne jetzt da zu sehr in die Einzelgeschichte dieses Don Quixote, der das Ganze eigentlich ausgelöst hat, eingehen zu wollen, weil so traurige Geschichten wie seine gibt es leider zu viele und immer wieder. Dann kamen andere Podencos dazu. Ich machte am Anfang alles auf eigene Kosten und alleine, aber es wurden irgendwann zu viele. Also musste entweder oder, musste ich mich abwenden, um das Leid nicht zu sehen, oder es musste eine Lösung hin, wie man da besser und mehr helfen kann. Und deshalb wurde dann 2010 der Verein Podenco Help Filato gegründet. Nun funktioniert eigentlich jeder Tierschutzverein auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und zwar sind auf der einen Seite die Hunde, die Aufnahme brauchen, ausgesetzte, Kranke, Verletzte, Verunfallte, und auf der anderen Seite die Vermittlungen. Und das ist, Vermittlungen sind der Lohn für die Tierschützer. Wenn man sieht, dass ein Hund wirklich passend vermittelt werden konnte, wo die neuen Menschen strahlen über das ganze Gesicht, wo der Hund strahlt über das ganze Gesicht. Man sieht, wie die sich gemeinsam weiterentwickeln. Das ist der Grund, weshalb man es macht. Aber das wird immer seltener. Also die Nachfrage generell ist ja seit Covid extrem zurückgegangen. Dann ist dies eine spezielle Rasse. Die sind nicht ganz so einfach zu handeln, nicht nur wegen dem Jagdtrieb. Menschen, die wirklich zu einem Podenco passen, gibt es nicht sehr viele. Und es gibt auf der anderen Seite ganz viele misshandelte Podencos, die unserer Ansicht nach nicht mit gutem Gewissen vermittelt werden können, sei es nach Deutschland, sei es in die Schweiz, weil die, wenn die nicht einen ganz bestimmten Level in der Resozialisierung erreichen können, niemals mit den ganzen Zivilisationseinflüssen, in denen wir nun mal normalerweise leben, es gibt ganz wenige Alpöis, auch in Deutschland und der Schweiz nur noch, also es gibt nur ganz wenige dieser Angsthunde, die wirklich durch lange Zeit, Jahre Resozialisierung, das Vertrauen, was sie erst auf ihre ständigen, gleichbleibenden Bezugspersonen aufbauen können, nach und nach wirklich auch auf andere Menschen umlegen können, damit diese dann irgendwann, aber auch nur in die passenden Hände, wirklich glücklich vermittelt werden können. Einen Großteil der Angsthunde, und ich rede hier wirklich von Angsthunden, Angst gibt ganz viele Stufen von Angst. Eine gesunde Angst ist die Vorsicht, die es braucht, um nicht in
Risiken, in Gefahren zu gehen, um stehen zu bleiben, abzuchecken, was ist das Neue, ist das was, womit ich umgehen kann, oder bedeutet das eine ernstzunehmende Gefahr für mich? Also das ist wichtig, dass ein Hund auch vorsichtig ist. Von dieser Angst rede ich nicht, sondern von der tief sitzenden Panik dem Menschen gegenüber. Und alles, was mit dem Zusammenleben mit dem Menschen eben auch dranhängt, das ist ja ein ganzer Rattenschwanz, das ist ja nicht nur der neue Mensch. Wenn wir solche Hunde vermitteln ins Ausland, dann ist das meiner Empfindung nach grob fahrlässig dem Tier gegenüber, aber auch den Interessenten oder den Adoptanten, die ein großes Herz haben und bewusst sich für einen Hund aus dem Ausland Tierschutz entschieden haben und nicht für einen Hund von einem Züchter. Die schaffen das gar nicht, diesem Hund gerecht zu werden. Und man kann von keinem Adoptanten verlangen, dass er sein komplettes Leben verbiegt und auf den Kopf stellt. Also es muss passen. Was passiert aber mit all diesen Hunden, die eben nicht guten Gewissens vermittelt werden können, die nicht so unbeschwert durchs Leben gehen, die sammeln sich an. Kein Tierheim nimmt gerne solche Hunde auf, weil es jedem klar ist, der nicht erst seit gestern sich damit befasst, dass diese Hunde sitzen bleiben. Nun, also geht das System von Reinkommen und Vermitteln ja nicht mehr auf. Was passiert aber mit diesen Hunden? Die Podencos, das ist eine sehr robuste, zähe Hunderasse. Das heißt, diese Hunde, auch wenn sie größer sind, können durchwegs 15, 16, 17 Jahre alt werden. Toll. Da fristen diese Hunde ihre letzten 10, 12, 13 Jahre des Lebens in Panik, eng, Zwinger, vollgestopft mit Hunden, Stress, laut, ständig in einem Lärmpegel drin. Ist das ein Leben? Ist es das wirklich, was wir als Tierschutz diesen Hunden wünschen? Nein, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es kann aber auch nicht sein, dass man, weil man über die Hälfte der Hunde im Moment nicht vermitteln kann, einfach blockiert ist und Notfällen nicht zusätzlich helfen kann. Trotzdem muss man irgendwann eine klare Grenze ziehen und sagen, wenn ich jetzt noch mehr Hunde aufnehme, dann werde ich keinem mehr, auch nicht im Ansatz gerecht. Also es geht nicht auf. Solange sich die schlechte Situation nicht ändert, geht es nie auf. Aber für uns haben gerade die Angstpodencos einen ganz wichtigen Stellenwert bekommen. Und für diese Angstpodencos, die niemals vermittelbar oder noch nicht vermittelbar sind, für die wird unser alter Wunsch jetzt immer aktueller, dass wir den wirklich irgendwann erfüllen können. Und zwar ein eigenes Podenco-Reservat. Was bedeutet das? Es gibt einen einzigen Ort, wo sich auch der größte Panik-Podenco wohlfühlt, aus sich herauskommt und das Leben genießt und seine Angst und Panik vergessen kann. Und das ist dort, wo er für das, was er eigentlich gezüchtet wurde, in der freien Natur, in den Bergen, wo keine Zivilisationseinflüsse ihm vorgeben, wann er was zu tun hat, was er oftmals gar nicht fähig ist zu leisten. Das bedeutet aber auch, dass wir ein großes Gelände, Grundstück brauchen, das wir sicher einzäunen und installieren können für die Angstpodencos, dass die, mit denen wir trotz allen Bemühungen und Arbeitens nie auf einen Level kriegen, wo sie wirklich glücklich vermittelt werden können, dass wir denen ein angstfreies, artgerechtes Dauerzuhause sichern können. Dazu, liebe Freunde der Podencos, brauchen wir eure Hilfe. Wir möchten diesen ganz tollen Hunden, die so eine großartige, goldige Seele haben und die so Schlimmes erfahren müssen zum Teil, möchten wir das wirklich ermöglichen können. Dazu brauchen wir die Podis und wir euer aller Mithilfe, sei es durch Spenden. Klickt den Link an, dort kommt ihr auf die Spendenseite. Sei es durch ganz viel Teilen auf euren WhatsApp-Freunden, auf euren
Social-Media-Kanälen, wo auch immer. Bitte teilt dieses Projekt, helft uns, das verwirklichen zu können. Es geht um einen Gnadenhof der speziellen Art für eine ganz, ganz spezielle Rasse, nämlich die vergessene Rasse von Spanien, die Podencos. Ich danke euch vielmals im Namen aller Podis. Tschüss. Passt auf euch auf.